Auf der Fähre zwischen Marseille und Tanger haben wir 2 Tage Zeit, um uns auf einen neuen Kontinent einzustellen. Wir können uns aber gar nicht vorstellen, was uns da alles erwartet. Wir vermuten einzig Abenteuer. Bienvenue à Maroc! Wir springen ins Ungewisse. Und fliegen um die Welt ohne Flugzeug. Wir sind nach Marokko gestartet, um hier den Winter in der Wärme zu verbringen. Der erste Eindruck jedoch ist kalt und graubraun nass. Offroaden mit Luca. Um einen ruhigen Schlafplatz zu finden, müssen wir weg von der Hauptstraße. Das heißt leider auch weg vom Asphalt. Erster Sandblecheinsatz. Fast. Ja. Voll. Jetzt bist du am. Aber gerutscht. Warte, ich tue es wieder an. Yes, yes, yes. Genau, stop. Super, top. Es sind anstrengende Tage. Im Regenwetter wirkt alles etwas trist. Wir brauchen unbedingt einen Ort, um in Ruhe anzukommen. Wir finden eine Farm, die Camper willkommen heißt, und machen uns auf den Weg dorthin. Der Regen hält jedoch an und die Straßen verwandeln sich in Flüsse. Wir wissen nicht, wie tief diese sind. Endlich angekommen werden wir herzlich von Leila, ihrer Tochter Sol und vielen Katzen und Hunden begrüßt. Wir fühlen uns wohl. Es war die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Auf der Farm ist gerade die Zeit der Olivenernte und wir wollen mithelfen. Am ersten Tag sammeln wir die Oliven vom Boden auf und entfernen grob die Äste. Die Katzen helfen uns dabei und erinnern uns immer wieder daran, ja genügend Streichelpausen einzulegen. Ich habe abgelenkt mit der Olivenernte. Nein. Mohammed spricht zwar kein Französisch, aber wir lernen alles durch Beobachten. Für das feine Aussortieren der Blätter zum Beispiel gibt es einen Trick, und zwar ganz ohne Maschine. Die Ernte wird gegen den Wind geworfen, die Oliven fallen ins Netz und die Blätter windet es weg. Die simple Methode ist effizient und macht sogar ziemlich viel Spaß. Luca kann fast nicht aufhören damit. Wir leben uns schnell auf der Farm ein. Neben ein paar Stunden Arbeit pro Tag kochen wir zusammen und teilen unsere Lieblingslieder. Als Lohn für die Arbeit bekommen wir ein Zimmer. Zwar ohne Strom und ungeheizt, aber naja. Unser Büssli Freddy bekommt eine Auszeit von uns. Der winzige Kater Jimmy ist immer in unserer Nähe. Vielleicht wird er ja unser Reisekätzchen. Mohammed lässt uns bald die Ernte alleine durchführen. Gemeinsam mit Kamil und Maria, 2 Rucksackreisenden, die wenige Tage nach uns angekommen sind, schütteln wir die Bäume und schlagen auf die Äste. So füllen wir Sack um Sack um Sack mit wertvollen Oliven. Mohammeds Ziel waren 15 Säcke voll mit Oliven. Wir haben es geschafft. Insgesamt bringen wir 1,23 Tonnen Oliven zur Presse. Eine Olivenpresse in Europa kennen wir zwar nicht, aber vermutlich sieht sie etwas anders aus. Dafür bietet sich auch hier die Gelegenheit, Marokkos Teezeremonie zu zelebrieren. Ein Brauch, an den wir uns gerne und sehr schnell gewöhnt haben. Auf der Farm gibt es kein funktionierendes Auto. Mega nicht Wasser, oder? Für die Olivenfarm. Gut ist unser Büssli bereits an die Erdwege Marokkos gewöhnt.
Mitten im braunen Braun ein grüner Landstreifen. Es entspringt eine Quelle, die uns Wasser spendet. Von der nassen Ankunft auf dem afrikanischen Kontinent haben wir uns nach knapp einer Woche erholt. Auch wenn wir gerne länger geblieben wären, zieht es uns langsam weiter. Wir haben gehört, dass es nicht weit von hier ein Fluggebiet geben soll. Wir stocken unsere Vorräte an Früchten, Gemüse und Oliven auf. Mit Entdeckungslust ziehen wir los in Richtung der Berge. Der mittlere Atlas wird unser nächstes Ziel.